Mein heutiger Gast war Messdiener, er war bei den Pfadfindern und dann wurde er Popstar. Und es läuft natürlich gerade nichts, wie es geplant war. Er ist ein unverschämt guter Gitarrist und für mich ist er einer der besten Sänger dieses Landes. Schönen guten Morgen, Johannes Oerding. Oh, guten Morgen. Das ging schon mal runter wie Öl. Aber was für eine schöne Beschreibung auch. Er war Pfadfinder, Messdiener und dann Popstar. Ja, ist auf jeden Fall Gefälle drin. Ja, das ist doch cool. Danke. Schön, dass du da bist. Danke. Natürlich die Frage, die uns alle gerade bewegt, wenn man mit Künstlerinnen und Künstlern spricht. Wie hast du den Lockdown erlebt? Ich glaube, im Lockdown habe ich wie viele Menschen so unterschiedliche Phasen durchgemacht. Also ich war auch zu Hause, ich war auch allein zu Hause. Das heißt, ich war auch getrennt von Freunden, Familie, Partnern etc. Und am Anfang war das doch, habe ich das Gefühl, okay, das ist ein bisschen spannend gerade, ist ja wie ein Abenteuer. Jetzt mal so 1, 2 Wochen hier zu Hause bleiben und nicht auf Tour gehen, dann holen wir alles nach. Da war also noch sehr viel Hoffnung mit dabei. Dann schlug das um in, ich muss was tun. Und dann fing ich an, zu Hause, wie die meisten Menschen, zu sortieren, abzuheften, aufzuräumen. Alles, was man irgendwie seit Jahren machen wollte. Dann Resignation, dann auch sehr viel Traurigkeit tatsächlich, weil es zog sich immer mehr und die Perspektive verschwand einfach. Und die letzte Phase, in der ich mich auch gerade befinde, ist doch dann eher so, okay, nützt ja nichts, weiterhin kreativ sein und gucken, was uns diese Zeit so mitbringt. So. Nun bist du ja nicht nur alleine für dich verantwortlich, sondern du bist mittlerweile, hast du viele Menschen, die mit dir zusammenarbeiten und für die du auch Verantwortung hast. Wie erlebst du die Stimmung in der Branche generell? Ziemlich verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht umsonst gehen ja gerade die ganze Branche auch auf die Straße und versucht lautstark klarzumachen, dass wir eine große Branche sind. Wirklich bis zu 2 Millionen Leute, die wirklich an der Veranstaltungskultur, Eventbranche beteiligt sind. Wirklich von der Schneiderin, Kostümbildnern bis über Caterer, Techniker, Lichtton, Kamera, alles was dazugehört, Künstler, Musiker, Tänzer. Unser Problem ist halt nur, wir haben keine Lobby. Und wir versuchen gerade so ein bisschen, uns alle zusammenzurotten, damit wir ein bisschen lauter eben auch werden. Und das ist gerade so unsere große Aufgabe. Und wenn ich mir so meinen Freundeskreis oder mein engstes Umfeld angucke, dann sind auch schon viele wirklich von der Existenz her, ja, sag ich mal so, wirklich am Limit gerade. Und umso schöner ist es, dass ich jetzt wieder Konzerte spielen konnte, sodass wir alle wieder so ein bisschen in Lohn und Brot sind und zumindest über den Winter kommen. Du hast eine ganze Reihe an Konzerten gespielt. Erzähl mal davon bitte. Genau, wir hatten das große Glück, dass wir hier im Hamburger Stadtpark quasi die Bühne uns zurechtbauen durften. Ganz kurz nur, für alle, die den Hamburger Stadtpark nicht kennen, eine legendäre Location. Also wirklich eine Location, in der man mal gespielt haben möchte als Künstlerin oder Künstler. Auf jeden oder? Fall. Ja. Großer Traum. Normalerweise gehen 5000 Leute rein, Open Air. Hamburg erlaubt uns bis zu 1000 Leute am Abend reinzulassen, natürlich auf Abstand mit den entsprechenden Hygieneregeln und Maßnahmen. Und es ist schön, weil ich habe das Lagerfeuerkonzerte genannt und wir sind ganz nah dran. Wir haben die Bühne nach vorne geholt an die Leute. Ich spiele wirklich ein buntes Programm, bis hin zu auch Coversongs und es kommen viele Freunde zu Besuch, auch auf die Bühne. Und wir merken einfach gerade, wie glücklich uns das macht, aber vor allen Dingen auch die Leute, die da sind. Wie genau sind denn die Auflagen, die du da hast? In Hamburg ist es erlaubt, dass 10 Leute nebeneinander sitzen dürfen. Mit Abstand, ohne Abstand? Ohne Abstand. Ah, ja. 10 Leute aus unterschiedlichen Haushalten dürfen zusammen sein. Und diese 10er-Reihe sozusagen hat nach vorne 2 Meter und nach hinten 2 Meter und links und rechts 2 Meter. Das heißt, wenn du also mit einer Begleitung kommst, sitzt du schlimmstenfalls neben einer dir unbekannten Person. Und die Leute nehmen das gut an. Wir haben es natürlich auch ausführlich erklärt und alles versucht, möglichst transparent zu machen. Es gibt auch Leute, denen ist das zu unsicher, die bleiben zu Hause. Aber es funktioniert. Also die Wege sind gekennzeichnet. Man darf immer nur in eine Richtung gehen. Man darf nur am Platz trinken und essen. Alles auf Abstand und es scheint zu funktionieren. Toi, toi, toi. Versuch mal die Stimmung zu beschreiben bei solchen Konzerten mit solchen Auflagen. Ich glaube, am Anfang ist es für alle ungewohnt, weil man wirklich ein bisschen reguliert wird, beim Einlass schon. Hände waschen, desinfizieren, Abstand halten, dann auf den Platz gehen, immer nur eine Richtung laufen.
dann überhaupt bestuhlt auf dem Konzert. Bei mir ist was Neues für die Leute, glaube ich, normalerweise stehen sie ja. Für mich übrigens auch neu, dass die Leute sitzen. Das hat auf jeden Fall was Kultiviertes. Und völlig anderes. Ja, aber das dauert nicht lange und die Leute stehen auch. Ich darf sie allerdings nicht auffordern zum Aufstehen und auch nicht zum Tanzen. Okay, wenn sie selber aber aufstehen und tanzen, dann ist es in Ordnung. Dann, du darfst aber nicht sagen... Darf ich sagen. Sie dürfen aber nicht, sage ich mal so, sie dürfen so stehen und so ein bisschen sich leicht bewegen, sie dürfen aber nicht hier stehen, neben ihrem Stuhl. Dann kommt sofort der Ordner und sagt, rein mit dir. Du musst aber im Umkehrschluss auch nicht sagen, setzt euch wieder hin. Nee, das muss ich nicht. Also ich bin da, die Leute sind die Gesetzesbrecher, nicht ich. Also. Was sind so die Reaktionen, sonst so die emotionalsten Reaktionen, die du mitbekommst? Na, ich sehe schon hin und wieder, dass Leute auch wirklich weinen im Publikum, einfach schon beim ersten Song, weil sie einfach sich so freuen, dass sie, ich sag mal, wieder raus dürfen in die freie Wildbahn und so gefühlt normales Konzert erleben. Ohne Auto drumherum, weißt du? Also es gab ja auch diese Autokinokonzerte, ich glaube, das ist nochmal eine andere Baustelle. Und ich kriege ganz viel gute und positive Resonanz von den Menschen eben, dass sie doch sagen, es gibt uns gerade so ein bisschen Kraft in der Zeit, weil jeder hat ja sein einzelnes Schicksal, sage ich mal. Der eine hat seinen Job vielleicht verloren, die anderen machen Homeoffice, andere wiederum haben familiäre Probleme dadurch bekommen, etc., vielleicht sogar gesundheitliche. Und das gibt den Leuten Kraft. Das ist so der Tenor, den ich gerade spüre. Also ist das wirklich, auf diesem Konzert zu sein, ist ein Ventil für all das, was so passiert ist, so wie Musik ja eigentlich auch gedacht ist. Ja. Das ist ja auch, genau, Therapie. Auf deiner aktuellen Platte hast du einen Song, der heißt Anfassen. Da geht es darum, dass wir in zunehmend digitaler Welt eigentlich weniger analog miteinander zu tun haben. Jetzt ist die Situation eine völlig andere, ne? Nämlich eine, wie du sie eigentlich beschreibst. Wie empfindest du das? Ja, das war wirklich lustig, dass ich diesen Song auf der Platte hatte und dann kam danach erst der Lockdown und Corona und die Sehnsucht nach sozialem Leben, Körperlichkeit, Anfassen, Hände schütteln etc. Dieser Song hat sich auch dann selbstständig gemacht, mehr oder weniger. Also es gab einfach Radiosender, die den dann gespielt haben und haben uns quasi die Entscheidung abgenommen, sollen wir den Song veröffentlichen, nochmal als eine Radiosingle. Der wurde einfach gespielt und dann ging er so auf Reisen. Das ist also wirklich auch ein Zufall gewesen. Ist das so ein bisschen der Corona-Soundtrack, der inoffizielle? Ich glaube, für viele Menschen ja. Auch da gibt es das Feedback, dass die Leute sagen, Mensch, der passt einfach gerade so gut und er vermittelt ja auch ein Gefühl von, ich habe mal wieder Sehnsucht nach dem echten Leben, also oder nach sozialem Leben mit echten Menschen und Köpfe hochnehmen und eben nicht auf dem Bildschirm oder nicht über den Chat oder sowas. Und ja, manchmal ist das so, dann gibt es so einen Zufall und ein Song sucht sich seinen eigenen Weg. Du hast die bemerkenswerte Gabe, dass du Songs schreibst, die im Leben der Menschen irgendwas machen. Ne? Die identifizieren sich damit, so wie in diesem Fall zum Beispiel. Du schreibst auch für andere Künstler. Ne? Du schreibst zum Beispiel für Peter Maffay. Wie funktioniert das? Ja, ich brauchte auch eine Zeit, um das überhaupt, sage ich mal, für mich zu lernen. Weil am Anfang war es immer so, dass ich in meiner eigenen Welt abgedriftet bin und gedacht habe, nee, das würde ich so sagen oder das passt eher zu mir, das kann ein anderer nicht sagen. Und dann hat man die Songs eher für sich geschrieben. Und irgendwann merkte ich aber, okay, wenn ich die Perspektive wechsle und mich darauf einlasse und wirklich durch die Augen des jeweiligen Interpreten oder Künstlers auch mal versuche zu gucken, dass es ganz gut ging. Wichtig war dabei aber mit dem Künstler zusammen. Ich sag mal. Also du sitzt nicht zu Hause, schreibst irgendwas für dich, schickst das jemandem, sondern ihr sitzt zusammen da, trinkt ein Glas Rotwein oder so? Zumindest der Startpunkt ist immer, dass ich den Künstler treffe, mit dem 1, 2, 3 Tage zusammen rumhänge und er erzählt einfach aus dem Leben. Weil wir brauchen ja auch die Themen, die ihn beschäftigen. Das sollen ja nicht meine Themen. Ne? Aber erzähl das mal. Für Peter Maffay hast du zum Beispiel einen Song geschrieben, der heißt Größer als wir. Und das ist ein Lied über Glauben. Ja. So, du sagst selber, ich habe ein Thema mit der Kirche, darüber reden wir gleich nochmal. Aber wie schreibst du einen Song über den Glauben von Peter Maffay? Ja. Bei Peter war es tatsächlich auch so, dass wir haben gesagt, komm, wir treffen uns an der Nordsee. Und dann haben wir uns da 2 Tage an der Nordsee getroffen. Und wir haben erzählt. Und er wollte auch unbedingt einen Song über den Glauben schreiben. Peter ist jemand, der will auch mit seinen Songs Dinge hinterlassen und womöglich auch für seine Kinder und dergleichen, weil ich glaube, auch das ein Thema bei ihm ist gerade. Wie vermittle ich, dass es sowas gibt oder dass ein Glauben jemandem auch helfen kann etc. Und da habe ich wirklich mich drauf eingelassen und die Sätze genommen, die Peter mir gegeben hat. Also Peter hat gesagt, ich glaube an etwas, ich weiß nicht, was es ist, aber es scheint eine große Macht zu sein, die da ist und ich glaube daran, dass sie uns lenkt etc. Und ich konnte mich damit anfreunden, weil ich bin ja kein Atheist oder so, ich bin eher Agnostiker, also ich habe weder Beweise noch Gegenbeweise oder ich bin auf der Suche, sagen wir so. Und deshalb fand ich das ganz spannend, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich kriegte wieder einen neuen Input
zum Thema Glauben. So, und ich fand auch viele Ansichten auch toll und merkte so, okay, da könnte ich mich auch mit anfreunden. Wichtig war in dem Punkt nur, Peter wollte keinen Namen haben. Er wollte nicht Gott oder, keine Ahnung, Jesus oder Götter oder was auch immer, sondern er wollte das irgendwie ein bisschen verschwurbelt. Positiv gemeint. Also das ist wirklich, weil er wahrscheinlich auch nicht genau weiß, nenne ich das jetzt Gott oder wie nenne ich das jetzt. Dann kam der Song größer als wir raus. Weißt du denn, dass es trotzdem einige deiner Songs gibt, die auch so explizit in Gottesdiensten gespielt werden? Ja, das habe ich schon mitbekommen und das freut einen natürlich total, weil das müssen ja jetzt keine Songs sein, die unbedingt den Glauben betreffen, sondern ich schreibe ja auch viel über Dinge, die zwischenmenschlich sind. Ne? Und das hat ja auch sehr, sehr viel, sage ich mal, mit Glauben zu tun und Gemeinschaft und auch einem sozialen Miteinander etc. Da bin ich ja sowieso großer Fan von. Also deshalb eben auch Pfadfinder etc. Ja, trotzdem gibt es einen Song, Wenn es einen Gott gibt, den hast du 2007 vielleicht geschrieben oder so. Ne? Das ist schon ein bisschen her und das ist so eine... Ja. Beschreib den Song mal, worum geht's da? Das ist schon wirklich lange her. Der Song existiert, glaube ich, schon auch sehr, sehr lange. Und den wollte ich singen, weil das genau so eine Phase war, wo ich auch ein bisschen eher auf der Suche war, vielleicht sogar auch ein bisschen provokativer auf der Suche als heute. Und auch gesagt, wenn es einen Gott gibt, warum kommt er nicht dann einfach runter? War auch so eine Zeit, wo man auch viel, vielleicht mehr gezweifelt hat und hier und da mal Fragen gestellt hat, als in anderen Phasen des Lebens. Und da fand ich wirklich, es passt ganz gut, weil es hatte ein bisschen was Augenzwinkerndes schon. Wenn es einen Gott gibt, warum kommt er nicht dann einfach runter und macht das alles wieder gut? Wo ist er denn so? Und spiele ich bis heute manchmal gerne den Song noch. Obwohl ich eigentlich manche Zeile davon denke, so, ja, irgendwie ist das gar nicht mehr meine Meinung, aber ich mag die Grundhaltung vom Song. Du warst früher Messdiener und dann bist du aus der Kirche ausgetreten. Ja. Warum? Also warum ich Messdiener war, soll ich mal ganz ehrlich sagen? Warum bist du denn ausgetreten? Also ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin Messdiener geworden, weil ich bin relativ katholisch erzogen worden am linken Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine sehr katholische Gegend. Mein Vater ist auch katholisch erzogen worden und dementsprechend habe ich das ganze Programm durchgemacht. Ich habe noch 2 ältere Brüder, die natürlich auch Messdiener waren und bei uns im Dorf war einfach jeder Junge Messdiener. Und das war einfach so. Wie du im Fußballverein warst du auch Messdiener. Und ich hatte ja gar keine andere Wahl. Ich glaube, ich musste dahin. So. Es war auch nicht so schlimm, wie es vielleicht jetzt klingt, sondern man hat ja auch viele schöne Sachen gemacht. Die Fahrten nach Phantasialand, wenn man daran denkt. Und irgendwie hat es auch Spaß gemacht, so ein Teil an so einer Gemeinschaft zu sein und auch irgendwie so einen Gottesdienst mitzugestalten. Wenn er nicht gerade so früh sonntags morgens war und ich war schon irgendwie 15, 16 und war am Tag davor lange unterwegs. Das hat mich dann schon immer ein bisschen auch gestört, weil eigentlich hatte ich in der Zeit andere Gedanken. Da wollte ich Fußball spielen, sonntags morgens oder vielleicht irgendwie ein bisschen feiern gehen, Musik machen, einen Auftritt und so weiter. Und der Kirchenaustritt ist ja noch gar nicht so lange her. Ich bin also erst vor einigen Jahren ausgetreten, weil ich mir einfach dann selber auch eingestanden habe, dass ich im Moment nicht viel mit der Kirche an sich so anfangen kann. Warum? Ja, warum? Ich habe das Gefühl, das, was mir gefällt an der Kirche, sprich die ganzen karitativen Eigenschaften und Dinge, die kann ich auch abseits der Kirche machen. Und ich wollte so auch ein bisschen meine Kritik ausdrücken, vielleicht sogar, zu sagen, da ist ganz, ganz viel Reaktionäres und Rückständiges dabei, was mir nicht gefällt. Dass die Kirche wirklich, ich sag mal, vom Zölibat hin, Thema Abtreibung, aber eben auch vieles, was dann auch noch in den letzten Jahren aufgeploppt ist, sage ich mal. Hast du eine Vorstellung davon, wie Kirche heute aussehen müsste? Wie müsste sich Kirche verändern, damit du sie wieder attraktiv findest? Ich bin immer ein großer Freund von der Ökumene gewesen. Ich habe es immer geliebt, wenn die unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften auch zusammen etwas gemacht haben. Und das wäre für mich so ein Ding, dass die Kirche einfach noch verbindender wird. Sowieso im Christentum sowieso, aber auch darüber hinaus, wirklich mit anderen Religionen, dass man einfach wirklich doch ein bisschen bunter, ein bisschen offener wird, gleichberechtigter vielleicht auch nochmal Thema Mann, Frau, auch die Geschlechterverteilung, was dann auch die Aufgaben in der Kirche anbelangt.
Du meinst gerade auch in der katholischen Kirche? Ja, gerade auch Priester. in der katholischen Kirche, genau. Ja. In der katholischen Kirche, das ist das, was ich auch ein bisschen besser kenne natürlich als protestantisch. Und ansonsten, ey, nochmal, es gibt so viele schöne und wichtige und gute Dinge, die da passieren. Ich sehe das auch gerade, ich bin ja Onkel von 8 Neffen und Nichten und da macht es für mich total Sinn, wie die auch gerade erzogen werden und wie die auch mit der Kirche gemeinsam oder mit dem Glauben erzogen werden, weil das hilft auch. Und das hat mir auch als Kind und Jugendlicher geholfen, aber im Moment als Erwachsener, wie gesagt, bin ich so ein bisschen, ja, ich lasse mich gerade treiben. Das heißt nicht, dass ich, nur weil ich jetzt zum Beispiel keine Kirchensteuer mehr zahle, nicht irgendwie was Gutes tun möchte und was Gutes auch mache teilweise. Also, du unterstützt zum Beispiel die Pfadfinder, über die wir kurz geredet haben, das sind katholische Pfadfinder, die unterstützt du nach wie vor. Das stimmt, ja. Ja, so ein bisschen als stiller Teilhaber oder als Wo hätte ich das nicht verraten dürfen? Fördermitglied. Doch. Ich bin sogar noch mehr oder weniger einmal im Jahr aktiv mit dabei. Die fahren ja immer ins Sommerlager irgendwo, zelten dann 250 Kids und ich fahre immer für 2-3 Tage vorbei, nehme die Gitarre mit und spiele dann wirklich dann abends mit denen am Lagerfeuer. Ne? Und können die dann 2 oder 3 Tage lang nicht atmen, weil du da bist? Oder ist es dann irgendwann, bist du einer von denen wieder? Es dauert immer einen Tag, also ich setze mich eigentlich am ersten Tag hin, dann muss ich für 250 Leute Autogramme schreiben. Und dann hat sich das auch eingegruft, weil das Schöne ist ja, warum ich das auch mache, ist, ich kann da komplett runterfahren. Ich bin dann eben einer von denen. Ich ziehe mir Wanderschuhe an, Lederhose? Joggingbuchse und dann sitzt man halt da und macht alles wie die anderen auch. Und das ist einfach schönes Back to the Roots, schönes Runterkommen. Du hast schon vor Corona gesagt, das Wir ist mir wichtiger als das Ich. Hat sich da irgendwas verschoben jetzt in dieser Zeit? Ja, das hat vor allen Dingen die Songs auf meinem letzten Album betroffen. Also wenn ich gefragt wurde, was unterscheidet dieses Album von den Vorgängeralben, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass die Songs mehr so Beobachtersongs waren. Dass ich eher so geguckt habe, was betrifft uns denn alle. Vorher meinst du? Nee, jetzt das jetzige Album. Und vorher war es schon viel mehr autobiografisch und da wollte ich immer ich so, was muss ich denn noch, was habe ich denn noch für Probleme und Schmerzen, die ich loswerden muss. Und ich merke, dass je älter ich werde, desto interessierter bin ich doch am großen Ganzen, auch was unsere Gesellschaft betrifft, auf nationaler Ebene, aber auch global gefasst. Ich spüre Verantwortung viel mehr für andere Menschen als für mich. Inwiefern? Also wenn ich das mal von mir aus starte, ich habe ein Team, ich habe quasi meine Familie, das sind meine Leute, die für mich arbeiten, mit mir arbeiten, da spüre ich Verantwortung, aber darüber hinaus als Künstler, der eine Reichweite hat, ein Mikrofon in der Hand und wirklich auch Leute scheinbar ja mehr oder weniger auch lenken kann, beeinflussen kann oder aber zumindest hier und da mal anpiekst, um zu sagen, ey, denk da mal drüber nach, vielleicht könnte das auch was für dich sein oder lass mal drüber debattieren. Stichwort in politische Themen auch oder dergleichen. Das ist natürlich, wenn man diese Reichweite hat, ist das ja Segen und Fluch. Ne? Zum einen kannst du viele Leute erreichen, zum anderen stößt du vielen Leuten auch vor den Kopf. Weißt du noch, wann du das Gefühl hattest, jetzt fühle ich das aber so, dass ich das machen muss und dass ich das auch in Kauf nehmen muss? Ja, das sind oft Impulse. Also ich glaube, ich weiß, dass ich ein Konzert hatte, das war auch in Hamburg, wo ich wirklich einen ganz starken Impuls hatte an einem Abend, weil ich sehr beseelt war und mir sehr vieles, was gerade in dieser Welt passierte, die AfD kam hoch, sie schafften es im Bundestag, dass ich da mal wirklich explizit mich auch zu diesem Thema geäußert hat und seither passiert das eigentlich auf fast jedem Konzert und auch in den sozialen Medien etc. Also ich versuche da schon kein Blatt vom Mund zu nehmen und ernte hier und da natürlich auch Kritik und auch Leute, denen das halt eben nicht gefällt. Da muss man halt auch mitleben. Ne? Gibt es da irgendwas, was du dir wünschen würdest in Zukunft? Also für die Menschen, die du erreichst? Viele Leute sind ja auf der Suche nach einer Gruppenzugehörigkeit und im Zuge dessen lassen sie gar keine andere Meinung mehr zu. Und ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen mehr die Gemeinsamkeiten finden und diese Extreme, schwarz, weiß, links, rechts, was auch immer, zusammenbekommen und dann ja die Überschneidungen finden. Ich darf mir jetzt auch gleich was wünschen, nämlich, dass du einen Song spielst und ich darf ein bisschen mitspielen, einen unserer gemeinsamen Lieblingssongs, Keep It Loose, Keep It Tight. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke, dass du dich so einsetzt und Haltung in der Unterhaltung zeigst. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei bei So gesehen Talk am Sonntag in Sat.1. Ich freue mich auf Sie. Los geht's. Okay. Well, I walked over the street into the city where I live, that I saw my own landlord.
Well, we both let it low, there were no one else to go, 'cause it's rent I couldn't afford. And relationships change, though I think it's kinda strange how money makes a man grow. Oh, some people they claim if you get enough fame, you live over the rainbow, over the rainbow.